Und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld. Wie ihr seht, immer noch durch im alten Layout, denn drüben ist immer noch ganz viel zu tun in den neuen Räumen. Und nachdem wir in den letzten Folgen sehr oft und sehr lange am neuen Häuserblock gearbeitet haben, der irgendwann im neuen Layout hier diesen Platz einnehmen wird, möchte ich heute einfach mal was anderes machen zur Abwechslung. Und zwar möchte ich dorthin gehen, wo wir schon lange nicht mehr waren, und zwar hier an die Stadtmauer. Und zwar würde ich gerne hier in diesem Bereich hier oben weiterarbeiten, über dem Tor, hier drüben den Bereich. Da wird sich ja auch im neuen Layout nicht in der Hinsicht so viel tun, denn das hier wird auf jeden Fall so bleiben, wie es ist. Die Lücke, das wird ein bisschen mal darüber schieben, dadurch, dass wir hier eine Erweiterung innen drin reinbauen. Das heißt, wir müssen später irgendwann hier noch ein bisschen erweitern. Aber der Bereich hier vorne, der wird so bleiben, wie er ist. Und da möchte ich heute auf jeden Fall etwas weiterarbeiten, einfach, dass ich auch ein bisschen mal wieder vorankomme. Ist auch ein Projekt, an dem ich gut arbeiten kann, ohne dass es groß die Layout-Pläne für drüben verändert. Und wie gesagt, ich werde einfach ein bisschen dran arbeiten. Wir schauen gleich mal, wo es hingeht. Und ich hoffe, euch wird es Spaß machen heute. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen angefangen im hinteren Bereich. Ich habe jetzt hier die Plattform aufgebaut, damit wir hier auch weiterarbeiten können mit dem Kopfsteinpflaster. Und ich habe vor allem angefangen hier mit der Treppe, die hier geplant ist. Es ist hier noch ein kleiner Spalt, liegt daran, dass ja hier die Platten ein bisschen abgesenkt sind durch das Gewicht. Das wird sich hier ändern im neuen Layout dann. Aber das müsste eigentlich passen, das müsste eigentlich ein bisschen rüber. Ihr seht, dann ist es optimal. Ich habe hier Stützen angebracht, die Treppe jetzt bis zum Ende des Moduls gebaut. Weiter geht es dann auf dem nächsten Modul. Und hier schon mal vorbereitet, hier die Wand bis eben zum Ende des Moduls. Dann nicht einfach oben drauf Flat Tiles, damit hier das da, was ja vom nächsten Modul kommt, einfach aufliegt. Und damit das Ganze eben auch transportabel bleibt. Muss man ein bisschen mitdenken, aber ich hoffe, ich habe alles bedacht. Und jetzt wird es jetzt weitergehen, das hier zu verkleiden, hier oben weiterzubauen. Und dann schauen wir auch, wie wir hier diese Kurve reinkriegen. Das wird noch eine ganz interessante Geschichte, aber ich glaube, diese Art Innenhof wird auf jeden Fall eine schöne Sache werden. Und im neuen Layout wird man die, glaube ich, dann auch besser sehen, wenn man ja von hier aus dann besser noch reinschauen kann. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, ihr auch. Ich baue weiter und dann bis gleich. Und es ist ein ganzes Stück weiter gegangen. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier vorne den Weg bis zum Tor fertig gemacht. Ich habe mich auch dazu entschieden, dass wir diese Mauer einfach gerade rüberziehen. Es geht relativ gut auf. Wenn wir da noch ein bisschen drüber bauen, würde es, glaube ich, gut aussehen. Denn das hier wäre nur so ein totes Eck gewesen, das kompliziert gewesen wäre zu bauen. Es hätte überhaupt keinen Sinn gehabt. Und so wird es, glaube ich, viel besser aussehen optisch. Wir haben noch hier unseren schönen Knick im Tor. Und das muss natürlich alles noch verkleidet werden. Ebenso muss dann hier an der Treppe noch ein bisschen gearbeitet werden. Ich habe hier schon mal angefangen, ein bisschen zu begrünen. Ich werde auch hier wieder was hochwachsen lassen, einfach um das ganze Graue unterbrechen zu können. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem, wie es sich entwickelt. Hier drüben wird es dann im Prinzip auch erstmal grün werden. Wir müssen überlegen, irgendwann wird es hier auch mal hochgehen müssen noch. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wann und wie. Das machen wir heute noch nicht. Heute konzentriere ich mich erstmal auf den Bereich. Da ist jetzt schon sehr viel Zeit und Steine reingeflossen. Mal schauen, was heute noch passiert. Ich werde erstmal das hier verkleiden und es hochwachsen lassen. Und dann auch schauen, ob ich diese Lücke hier noch schließen kann. Und ja, ich mache jetzt einfach mal weiter. Und so sieht das aktuelle Ergebnis aus. Ich bin doch relativ zufrieden. Die Wand, obwohl sie relativ hoch ist, man sieht es ja an der Figurengröße, sieht jetzt gar nicht so langweilig aus. Auf jeden Fall bringt die Begrünung hier mit dem Efeu auch nochmal einiges dazu. Mit dem Weg davor gefällt mir relativ gut, muss ich sagen. Auch die Bepflanzung unten, ich sehe gerade, da ist was abgegangen. Ist ganz abwechslungsreich. Der Weg nach oben, ich habe hier hinten auch noch ein bisschen gearbeitet. Wie ich genau das hier mache, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe mal angefangen, hier ein bisschen an der Balustrade zu arbeiten, aber ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher. Die Lücke hier werden wir auf jeden Fall heute noch nicht machen, weil, wie gesagt, das hier dauert auch schon einige Zeit und frisst auch, wie gesagt, einiges an Steinen. Aber wenn man sich jetzt noch ein bisschen weiter von oben anschaut, wird es auf jeden Fall hier, was das Thema Stadtmauer angeht. Und vor allem, wie gesagt, im neuen Layout wird man ja auch von der Richtung besser reinschauen können. Und dann hat man auch davon mehr als Zuschauer oder als Zuschauender. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen was weitermachen, denke ich, in diesem Update-Video. Und dann schauen wir uns gleich nochmal an, was ich noch so geschafft habe. So, ich denke, ich habe jetzt einen ganz guten Weg gefunden, wie man auf der Seite jetzt das Ganze abschließen kann. Auch wie man hier den Bau nach oben machen kann, an der Treppe nach oben. Ist, glaube ich, ganz schön geworden, auch mit diesem abgestuften, mit diesen Cheese Slopes. Auch hier an der Seite, ich glaube, das ist ganz gut eigentlich. Auch hier der Übergang hier rüber, ich glaube, das ist auch hoch genug. Und wenn ich jetzt mal die Figur hier nehme, ist, glaube ich, eine ganz gute Höhe, dass sie nicht unbedingt gleich runterfällt. Das ist ja eh die Seite, die ja zur Stadt hingeht. Das heißt, da muss man ja jetzt nicht so hoch sein wie hier vorne. Da müssen wir ja auch nicht irgendwelche Zinnen bauen. Das ist ja einfach nur, damit man einfach nicht runterfällt.
Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, es gefällt mir auf jeden Fall. Ich werde jetzt hier nicht mehr so großartig weiterbauen, denke ich. Wie gesagt, es hat einige Zeit gedauert, das sich hier zu legen, hier ein paar Sachen auszuprobieren. Ich werde vielleicht noch ein paar Figuren dazu stellen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das gleich nochmal an und hier sprechen noch ein bisschen darüber, wie es weitergehen wird demnächst, beziehungsweise ich brauche noch eure Kommentare dazu und das machen wir gleich. Und das Ganze jetzt nochmal erstmal aus einem ganz anderen Blickwinkel, einfach um mal zu zeigen, wie sich die ganze Burganlage bzw. Stadtmauer so entwickelt. Man kann jetzt, wenn man hier hochschaut, auf jeden Fall sehr viel Bauchaos sehen, aber man sieht auch hier schon ein bisschen von der Treppe. Und wenn wir jetzt mal hier unten durchschauen, sehen wir auch da hinten eine neue Figur und auch ein bisschen was von der Mauer. Bisher sah ja immer noch ein bisschen farbseuchenmäßig aus. Also es entwickelt sich auf jeden Fall. Und ich gehe jetzt nochmal mit euch außen rum, um euch mal zu zeigen, wie es das Ganze jetzt so aussieht. Ist hier ein bisschen schmal, aber es ändert sich hoffentlich im neuen Layout dann auf der anderen Seite. Hier sehen wir jetzt noch eine neue Figur, die ich hingestellt habe. Also eine Musketier-ähnliche Figur. Wie gesagt, das Ganze ist ja so eine... hier ist ja ein Fantasy-Mittelalter-Festival. Deshalb können wir auch ganz gut solche Figuren einsetzen wie die hier. Und finde ich ganz nett. Was ich auf jeden Fall machen muss, ist, dass ich demnächst mal das hier löse und mir überlege, wie wir hier drin weiterbauen. Wenn wir jetzt hier mal rausschauen, sieht eigentlich auch ganz nett aus, bis auf das, dass da hinten halt noch so ein Chaos ist. Aber es entwickelt sich auf jeden Fall. Und ich bin jetzt auch sehr froh, dass ich eine Möglichkeit gefunden habe, wie ich das hier drin machen möchte. Wie gesagt, hier kommt dann noch ein Modul hinzu. Im neuen Layout auf dem nächsten Tisch ist es dann noch ein bisschen breiter. Wir werden aber auch im neuen Layout die komplette Altstadt weiter nach hinten bauen können. Irgendwann in Jahren vermutlich, aber wir haben den Platz drüben. Und was ich auf jeden Fall auch noch lösen muss, ist, wie ich das hier mache. Da muss ich mir noch was überlegen auf jeden Fall. Aber da müssen wir einfach mal schauen. Ansonsten bleibt mir tatsächlich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das hier findet, die Lösung bisher. Und schreibt mir gerne auch, was wir hier so machen können, weil wir müssen ja irgendwie hier hochkommen. Man sieht das hier noch ein Brett, das wird sich auch ein bisschen ändern im neuen Layout. Aber grundsätzlich müssen wir hier hochkommen, ein bisschen höher in die Altstadt. Ob wir hier einfach einen Weg bauen, eine Treppe, sollen wir hier ein Haus hinbauen mit einer Treppe, irgend sowas, ich brauche irgendeinen Übergang nach oben. Dazu gerne was in die Kommentare und ansonsten auch, wie gesagt, allgemein zum Design hier von dem Ganzen. Und dann bleibt mir tatsächlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen auch heute wieder. Vielen Dank, wir haben, glaube ich, gerade die 6.800 Abos geschafft. Auch dafür vielen Dank. Und auf Instagram sogar über fast 1.400 inzwischen. Also vielen, vielen Dank. Falls ihr noch nicht bei Instagram seid, findet ihr den Link unten. Ansonsten verweise ich nochmal auf meine Beleuchtungspartner, auch unten verlinkt oder oben rechts im Video. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Damit beleuchte ich ja alles hier in der Stadt. Und dann sage ich nur noch, bleibt gesund, vor allem jetzt momentan. Viel Spaß beim selber bauen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier in der Brickworld. Auch da könnt ihr mir gerne schreiben, wo ihr gerne weiterbauen wolltet. Ob wir hier weiterbauen sollen oder am Häuserblock oder sonst irgendwas. Und dann gehe ich jetzt hier einfach noch mit ein bisschen zurück, damit wir uns das Ganze mal ein bisschen anschauen können. Und dann sage ich Tschüss.